Zwickau 1938. Das DKW F8 Luxus Cabrio wird als Nachfolger des F7 im Audi-Werk in der Lessingstraße, heute Audistraße 7 bis 9, gebaut. Doch schon 1942 wird die Produktion kriegsbedingt wieder eingestellt. Nicht einmal 3000 Stück wurden damals gebaut und für ca. 3400 Reichsmark verkauft. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deinen DKW F8 wäre ja falsch, es ist ein DKW F8 doch Auto Union, stimmt's? Ein DKW F8 Luxus Cabrio. Das heißt direkt so. Heißt direkt Luxus Cabrio. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem IFA F8 und diesem F8? Einzelheiten. Kleine, also beim IFA zum Beispiel ist die Scheibe in der Mitte geteilt. Dann hat der IFA keine Seilzugbremsen mehr, also das Fahrzeug hat ja noch Seilzugbremsen. Wie stellt man sich das vor? Zu jedem Rad geht ein Drahtseil und da wird einfach gebremst. Also mit den heutigen Bremsen überhaupt nicht zu vergleichen. Man hat wesentlich längere Bremswege, man muss da richtig drauf treten, damit überhaupt was passiert. Die Türklinken sind anders beim IFA, das sind dann schon die dann auch beim P70 verbaut worden sind zum Ziehen. Die Motorhaube ist etwas umgestaltet worden. Ja, das sind die Hauptmerkmale, die sich vom DKW zum IFA unterscheiden. Die Innenausstattung ist beim DKW alles in Schwarz und beim IFA dann alles so in so einen Gelbton oder in Cremeton gehalten. Das sind die großen Unterschiede. Und andere Stoßecken, breite Stoßecken hat der IFA, nicht die schmalen. Ja, das sind die größten Unterschiede. Das Fahrzeug wurde gebaut von 1938 bis 1942 in einer Stückzahl von 2909 Stück für 3400 Reichsmark verkauft. Es ist ein Zweizylinder, 700 Kubik, 20 PS, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Wir können ja mal reinschauen, wie sowas aussieht. Der Motor wurde auch vorher und danach noch in vielen anderen Fahrzeugen verbaut, zum Beispiel im P70. Also man könnte zum Beispiel jetzt auch das Fahrzeug nehmen und könnte darauf eine P70-Karosserie stellen. Also den Rahmen nehmen, das Fahrzeug hat ja noch einen Rahmen, wie der Wartburg zum Beispiel dann später auch. Und darauf wird die Karosse gesetzt. Thomas, wenn du mir jetzt nochmal die Gemeinsamkeiten zum P70 erklären kannst, weil das sagt ja schon einigen noch was, so ein P70. Währenddessen dieser DKW Auto Union, ich weiß immer noch nicht so richtig, wie man es ausspricht. Der genaue Name ist im Prinzip DKW Auto Union, das steht ja hier vorne drauf. DKW Auto Union, so steht es auch auf dem Typschild drauf. DKW Auto Union, und Auto Union setzt sich ja aus, das ist ja Zusammenschluss die 4 Ringe von 4 Firmen. Das ist Audi, Horsch, Wanderer und DKW, die sich damals vor Krieg zur Auto Union zusammengesetzt haben. Ja. Was haben wir noch für Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Also Winker zum Beispiel gab es dann beim B70 nicht mehr. Das wurde abgeschafft. Der Winker, das ist jetzt für die Jüngeren von uns, die sowas nicht kennen, damit hat man früher geblinkt. Das ist der frühere Blinker. Dafür gab es damals die Winker. Das sah halt so aus. Das war dafür gedacht. Für Fahrtrichtungswechsel. Das Armaturenbrett hat auch eine andere Form. Dann beim P70, das war dann schon alles moderner und nicht mehr Bakelit. Das ganze Ingenieur ist alles anders als heute hier bei den F8. Was haben wir noch gemeinsam? Ja, gemeinsam haben wir den Motor, den Zweizylindermotor, aber dann mit Anlasser beim B70. Hier ist noch Dynastart verbaut. Und beim B70 haben wir dann eine richtige Lichtmaschine und auch Anlasser. Die Bremsen sind ja dann weggefallen, die Seilzugbremsen. Es kamen ja dann hydraulische Bremsanlagen, erst Einkreis, dann Zweikreis. Aber Zweikreis war ja dann noch viel, viel später, in den späteren Jahren. Also man muss sich auch tatsächlich mal vor Augen halten, das Auto ist 1938er Baujahr. Das heißt, es ist jetzt 2022 84 Jahre alt. 84 Jahre alt. Holzkarosse natürlich noch, die dann mit Blech beplankt ist.
wie das damals ja generell üblich war, was ja beim P70 ja auch noch, ja, P70 hat auch noch eine Holzkarosse. Genau. Und dann kam ja Duroplast, ja, mit Duroplast beplankt. Was jetzt vielleicht auch viele interessiert, kann man damit auch noch, ich sag mal so in Anführungsstrichen, alltäglich so ein bisschen fahren? Wenn du jetzt sagst, so, ich fahre jetzt mal fix einkaufen, das Auto steht jetzt ganz vorne dran, funktioniert das noch? Ja, da ist jederzeit einsatzbereit, der fährt, der springt sofort an. Aber bei schlechtem Wetter wird er natürlich nicht gefahren, nur bei schönem Wetter. Und das jetzt, wenn es regnet, stürmt oder schneit, wird er nicht bewegt. Man sagt ja auch, der TKW ist der Oldtimer des kleinen Mannes, also da geht es so ein bisschen los mit der Oldtimerei. Und man kriegt eigentlich bis auf kleine Besonderheiten eigentlich fast jedes Teil noch. Es ist dann halt bloß eine Frage des Preises, ganz klar. Weil du jetzt sagst, das ist so der Oldtimer des kleinen Mannes. Ich würde das jetzt mal in Anführungsstrichen setzen. Darf ich fragen, von welchem Wert wir da reden? Was so ein Auto, wie wird das gehandelt? Ja, die Preise schwanken ja immer ein bisschen. Ich würde jetzt mal sagen, so ein Auto, wie es vielleicht hier so da steht, so 30.000 Euro reden wir da vielleicht so in der Dreh rum. Kommt halt immer ganz ein bisschen hoch auf den Zustand an und aufs Baujahr. Vorkrieg ist ja immer noch ein bisschen teurer als dann IFA. Also dann stelle ich fest, da muss es noch eine Stufe unter dem kleinen Mann geben. Ich hätte jetzt keine 30.000 Euro für einen DKW. Aber ja, wenn man jetzt bei Vorkrieg und bei was richtig Alten, von was richtig Alten reden will, ist es halt so der Anfang vom Oldtimer. Also, klar, natürlich gibt es auch andere Fahrzeuge, die 30 Jahre alt sind. Trabant 601 ist auch 30 Jahre alt, aber das ist halt eine andere Sparte als Vorkrieg. Vorkrieg ist halt so ein bisschen was für sich, Vorkrieg-Fahrzeuge. ja. Aus der Ami-Szene gibt es ja auch viel Vorkrieg. Buick, Chevrolet, die 20er Jahre gebaut worden sind, wo auch viel noch auf den Straßen mit zu Oldtimer-Treffen unterwegs ist. Dann Horsch Wanderer, das ist ja dann schon eine ganz andere Klasse, ganz gehoben, ganz groß. Das kann man mit sowas hier gar nicht vergleichen, wenn man jetzt so einen alten Wanderer oder Horsch hätte. Ja, also die Räder sind nicht original. Normalerweise wird das Fahrzeug mit Speichenrädern gefahren. Aber das ist mir bis heute noch nicht gelungen, einen Satz ordentliche Speichenräder aufzutreiben und das Fahrzeug damit zu bestücken. Das ist ja wie Goldstaub. Speichenräder sind wie Goldstaub. Also wenn jemand zufällig welche hat, kann er sich gerne bei mir melden. Ja, ja, okay. Werden gerne genommen. Die Räder, die Reifen, die jetzt drauf sind, sind natürlich neu. Aber das Ersatzrad, das ist noch aus guten alten DDR-Zeiten. Da steht noch groß Risa drauf. Ja, Tacho, Uhr, dann gibt es die Schalter, Blinker, Licht, Schock zum Starten, wie beim Trabant auch. Also ich muss einen Schock ziehen, damit es mal angeht. auf einer Skala von 1 bis 10, wie zuverlässig würdest du das Auto jetzt einschätzen? Also ab das Auto jetzt gut 10.000 Kilometer bewegt, ohne irgendein Problem. Also das Auto fährt völlig problemlos. Überall hin. Ja, dieser völlig ungewohnte Blick dieser Motorhaube, ne? Das ist... Er geht halt gerade nach vorne, nicht irgendwie schräg nach unten oder so, sondern einfach gerade nach vorne. Das ist noch richtiges Autofahren, ne? Hier hört man, das fühlt man, man riecht es auch. Ja. Und es kostet dann auch ein bisschen Kraft. Also gibt ja keine Servolenkung oder irgendwas. Man muss nur richtig kurbeln und schalten. Ja. Ja, zur Geschichte des Fahrzeuges. Ja, also 1938 gebaut. Laut Papieren, die ich habe, bis 1990 noch auf den Straßen der DDR unterwegs gewesen, im Bezirk Chemnitz zugelassen. Danach wurde mir gesagt, in einer Scheune verschwunden.
abgestellt und dann 2017 wieder reaktiviert worden von dem Vorbesitzer, von dem ich es abgekauft habe, der ihn dann einfach mal gekauft hat und probiert hat, ob er fährt oder ob er anspringt oder irgendwas hat, nur zum Laufen gebracht. Gefahren ist er nicht so richtig, hat nicht richtig Gas, nicht angenommen, aber er sprang wenigstens an. Und ich habe ihn dann entdeckt und 2017 im Oktober gekauft, aus der Nähe von Wurzen. Da stammt er her, ja. Musstest du das Auto restaurieren aufwendig oder? Ja, das Auto ist mehr oder weniger komplett zerlegt worden, komplett sandgestrahlt worden. Jedes Teil wurde überarbeitet. Nach dem Sandstrahlen gab es eigentlich kaum ein Blechteil, was nicht Löcher hatte, was nicht geschweißt und aufgearbeitet werden musste. Motor, Getriebe sind komplett überholt. Es war ein P70-Motor verbaut, wo ich ihn gekauft habe. Eine Wartburg-Auspuffanlage dran, also ist alles rückgebaut worden auf Baujahr 38, original, so wie es sein muss, so wie es damals ausgeliefert worden ist. Gibt es denn da überhaupt noch Menschen, die das beherrschen, das wieder umzubauen, beziehungsweise auch das Wissen? Wo hast du die Informationen hergenommen, was jetzt genau da wirklich reinkommt? Also Motorgetriebe habe ich natürlich machen lassen, das habe ich nicht selber gemacht. Da gibt es schon noch Spezialisten, haben wir auch hier in der Nähe von Gera Spezialisten, die sich da auskennen. Die Ersatzteilversorgung ist ganz gut beim TKW. Im Juli 2018 war er wieder auf der Straße. Also hast du es innerhalb von einem Jahr, kann man sagen, das Auto komplett auf links gestrickt? Ja, jede freie Minute steckt in dem Auto, ja. Jede Minute Freizeit.